Über den Link in der Beschreibung gelangt ihr zu der Download-Seite von DisplayLink. Dort sucht ihr euch die passende Version für euer Betriebssystem raus. Das gehen wir jetzt mal kurz systematisch durch. Wir gehen auf der DisplayLink-Seite auf macOS, klicken hier drauf. Dann lädt es ganz kurz. Wir kommen schon zum DisplayLink Manager. Dann sehen wir hier schon die empfohlenen Betriebssysteme. Sonoma 14, Ventura 13, Monterey 12. Klicken dann auf Download. Schauen uns kurz diesen Text an. Wir akzeptieren den in diesem Fall. Dann wird es kurz runtergeladen. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das Ganze schon. Wir drücken hier auf Fortfahren. Wir schauen uns das kurz an. Drücken wieder auf Fortfahren. Akzeptieren das Ganze natürlich, wollen es installiert haben. Dann wird uns hier kurz vorgeschlagen, wie viel Speicher wir brauchen, um das zu installieren. Den haben wir natürlich. Geben unser Passwort ein. Drücken auf Weiter. Dann wird das Ganze auch schon ausgeführt. Damit war die Installation erfolgreich. Wir schließen es kurz, legen die alte Datei wieder rein, können somit jetzt den DisplayLink Manager öffnen und somit ist er auch schon aktiv. Hier könnt ihr auch theoretisch noch das Häkchen beim Autostart setzen, damit ihr die Software nicht nach jedem Neustart manuell öffnen müsst. Möglicherweise müsst ihr der App noch bestimmte Berechtigungen in den Einstellungen geben. Das wird euch dann aber dementsprechend angezeigt.